Retro meet Country. Warum gewinnt Tradition wieder so an Popularität? Warum nimmt Beyoncé ein Country-Album auf und lösen Filme wie Don't Worry Darling nostalgische Gefühle aus? Um mich herum wird der Retro-Trend verstärkt sichtbar. Country-Elemente fließen ein. Aber woher kommt das alles? Die Sehnsucht nach mehr Bodenständigkeit, Geborgenheit und Natürlichkeit ist eine Reaktion auf die stark voranschreitende Globalisierung und Digitalisierung in einer komplexen Welt, wo man nicht mehr unterscheiden kann, was echt und unecht ist. Menschen sehen sich nach den Werten und Lebensstilen vergangenen Zeiten, die mit dem Country-Lifestyle assoziiert werden, und suchen nach Wegen, um sich mit ihnen zu verwurzeln und eine persönliche, weniger technologieabhängige Lebensweise zu pflegen. Heute dreht sich alles um die Königin der Blumen, die Rose. Genauer gesagt um die niederländische Rose, wie Red Naomi und die verschiedenen Sorten von Avalanche. Wusstet ihr, dass Avalanche Neubeginn bedeutet? Ich finde es faszinierend, dass die Rose die Menschen seit Jahrtausenden erfreut und überall zu finden ist. Ob in Parfüms, in der Küche, wie zum Beispiel Rosenwasser, oder in der Medizin. Die Rose fasziniert Dichter, Künstler, Musiker und natürlich Floristen, die von allem ein bisschen sind. In Serenade aus ca. 1940 sieht man einen Mann, der Gitarre spielt, während eine Frau gedankenversunken zuhört. Die kantigen Formen sind eindeutig dem Kubismus zuzuordnen. Dennoch drückt das Gemälde eine Sanftheit aus. Diese Sanftheit spiegelt sich auch in den Rosen wider. Mich beeindruckt die Parallelität, die in den Steinen und am Zaun zu sehen ist. Hieraus lässt sich was machen. Ich suche alles, was ich über Everett Spruce finden kann. Er lebte von 1908 bis 2002 und war einer der erfolgreichen Künstler, der aus Texas stammt. Seine Art zu zeichnen erinnert mich an seine Idole Cézanne, Picasso und Matisse. Ich stelle mir vor, wie er seine Kindheit gewesen sein muss, wie er über die Farm lief und sich von der Natur inspirieren ließ. Die eben gesehenen getrockneten Weizenfelder, Gitarrenmusik, die Saiten der Gitarre, Pferde, die durch die Prärie galoppieren, all diese Motive nehme ich in mich auf und verschmelzen zu meiner Idee. Schau mal, die einzigen runden Elemente im Gemälde sind die Gitarre und das Windlicht. Alles andere ist quadratisch, sogar die Wolken. Spruce schafft es, nahezu primitiv stilisierte, kantige Formen zu erschaffen, die auf eine unromantische und mystische Weise den Südwesten Amerikas ausdrücken. Mit all diesen Eindrücken entsteht ein Moodboard, The Voice of the Regeneration. Als erstes greife ich zum doppelseitigen Klebeband, einem idealen Hilfsmittel, um mein Material zu befestigen. Ich befestige es um einen Glaskubus, der 12×12 ist, aber sie sind auch in allen anderen geraden Größen erhältlich, angefangen bei 6×6 bis üblicherweise 14×14. Der Kubismus gibt die Form vor, daher natürlich der Glaswürfel. Ich denke, dass diese Art von Gefäß in jedem Laden zu finden ist, was mich gleichzeitig über die Retro-Existenz schmunzeln lässt. Wichtig ist, dass sich keine Bläschen unter dem Klebeband bilden. Diese können ganz einfach weggewischt werden. Außerdem muss der Würfel fettfrei sein. Inspiriert von der texanischen Landschaft wähle ich als passenden Kontrast zur Rose das getrocknete Stüfergras. Zuerst muss es befreit werden. In Übereinstimmung mit dem Gemälde und dem Kubismus lege ich das Gras parallel über das doppelseitige Klebeband. Die Halme werden dicht aneinander platziert, sodass das Klebeband nicht mehr sichtbar ist. Ein festes Andrücken ist ebenfalls ratsam. Zwischendurch genieße ich von dem phänomenalen Lichtanfall auf dem Gras. Was für eine goldene Aue, fast wie auf der Prärie.
Einfachheitshalber schneide ich jetzt das überschüssige Gras ab. Der Zeitpunkt, wann es abgeschnitten wird, bleibt jedem frei überlassen. Diesen Vorgang wiederhole ich so lange, bis alle 4 Seiten des Würfels ummantelt sind. Das Ummanteln ist fertig, jetzt folgen die Seiten der Gitarrenmusiker. Mit schwarz gefärbtem Wickeldraht umwickle ich den Würfel an 2 Stellen, damit das Stüfergras genau dort bleibt, wo es sein soll. Zuerst hatte ich versucht, wie bei einer Ukulele 4 oder bei einer Gitarre 6 Drähte zu spannen, doch das empfand ich zu hart und zu dominant. Deshalb habe ich die Idee ganz frei interpretiert. Den Draht fest um den Glaswürfel legen und mit einer Flachzange festdrehen, dass der Draht nicht verschiebt. Die abgeschnittene Stelle umbiegen, sodass sich niemand verletzen kann. Ist es so geworden, wie ich es bedacht habe? Ist es auch wirklich nirgendwo mein Hilfsmittel, das Klebeband zu sehen? Sieben Würfel später steht die Grundlage für die Tischdekoration bereit. Das Gras lädt förmlich dazu ein, es zu berühren. Noch ein letzter Feinschliff und wir können beginnen. Das Fest mit den Rosen kann starten. Ich fange mit den Avaloche-Rosen an. Ich ordne sie radial, ausgerichtet auf einem imaginären Mittelpunkt an. Eine gelungene Abwechslung zu dem parallel angeordneten Stüfergras, welches die blockartige Stränge sanft umspielt. Für Spruce war es wichtig, mit regionalen Produkten zu arbeiten, eine Verbindung, die perfekt zu der niederländischen Rose passt. Ich vermute, dass er auch ein anderes Leben in Texas hätte sehen können. Bei Produktionen, die in den Niederlanden gezüchtet werden, ist Fairtrade immer garantiert. Hier wird sozial verantwortlich produziert. Nach ca. 15 weißen Rosen setze ich eine elfenbeinfarbige Rose hinein. Sie gibt den Ton an für den nächsten Würfel. Avaloche hat in den letzten Jahren eine Vielzahl neuer Produkte eingeführt, darunter Sweet, Pearl, Lovely und Peach Avaloche. So sind die verschiedenen Nuancen für jeden was dabei. Auch für mich. Ich kann mich gar nicht entscheiden, aber die Peach kommt im Gemälde mit dem Bein der Frau überein. Das passt gut. Die Pearl, die elfenbeinfarbige Rose, trägt die Symbolik der Nachdenklichkeit. Eine passende Bedeutung, um darüber nachzudenken, sich für niederländische Rosen zu entscheiden. Kein Flugzeugtransport, sozial verantwortlich produziert, zuverlässig und konsistent in der Qualität. Die Windlichter haben genau die gleiche Form wie auf dem Gemälde. Ich liebe es, wie sie auf diese Art und Weise in meinem eigenen Kunstwerk wieder auftauchen. Spruce ist auf einer Farm aufgewachsen, auf der sein Vater Mais und Katoen angebaut hat. Er war die Schlüsselfigur in der Entwicklung der modernen Kunst in Texas, einer der ersten regionalen Künstler, der den Modernismus in seiner Interpretation des amerikanischen Südwesten umarmte. Übrigens habe ich Ikebana-Würfel in das Gefäß eingesetzt, in denen ich die Rosen locker und ungezwungen arrangierte. Ich wähle diese Ausstrahlung bewusst und umarme somit die imperfekt perfekte Zusammenspiel, welches so gut zum Zeitgeist passt. Es wirkt, als ob die Rosen zur Musik tanzen. Die Red Naomi ist der Star unter den roten Rosen. Mit ihren samtigen Farbnuancen, ihrem zarten Duft und weniger Dorn im Vergleich zu anderen roten Rosen erfüllt sie alle Kriterien einer perfekten Rose. Je länger der Stiel, desto größer wird auch der Rosenkopf. Wusstest du, dass die Red Naomi die meisten Rosenblättern trägt? Aufgrund ihres luxuriösen Aussehens, ihren großen Blütenkopfes und all ihren anderen erwähnten Eigenschaften ist sie äußerst beliebt bei Floraldesignern und in der Welt der Prominenten. Die Tischdekoration ist fertig, jetzt fehlt noch die Bardekoration. Bei der großen quadratischen Schale wähle ich hier die Steckmasse als Steckhilfe. Diese passt besser beim Kubismus, welche die blockartige Gestaltung gut in Szene setzt. Diese decke ich mit braunen Steinen ab und ordne die Rosen parallel an. Trends, Lifestyle und/oder Kunstrichtungen in der Floristik zu interpretieren, ist eine Gabe für sich. Beim Retro kommt es auf starke natürliche Formen an, Rundungen, schwungvolle, weiche Übergänge. Die Red Naomi mit Verbindung zum getrockneten Stüfergras spielen hier perfekt auf das Gefühl ein. Country ist mehr im Detail zu erkennen: Draht, Metall, Leder und die Pharmaprodukte. Der Kubismus gibt deutlich die Form an. Hier tritt die Farbe zurück und die Form überwiegt. Eine Kreation entsteht durch verschiedene Aspekte. Als Künstler wird man durch diese verschiedenen Elemente inspiriert.
Dieses Werkstück ist ein gutes Beispiel dafür, wie nicht nur ein Gemälde, sondern verschiedene Aspekte deiner Kreativität anregen können und Einfluss auf dein eigenes Werk haben. Zusammenfassend integrierte ich in meinem Werkstück den Kubismus zusammen mit den Merkmalen der Voice of the Regeneration, dem Einfluss von Country-Musik und dem Retro-Vibe. I proudly present Everything is Roses. Jeder Moment wird schöner und sinnlicher, wenn die Rosen im Spiel sind. Es ist das besondere Gefühl, das die Rosen mit ihren Eigenschaften und ihrem Charakter vermitteln. Die Rose, die Königin der Blumen.